eine Beratungsstelle hier an der TU Dresden. Hauptzielgruppen sind vor allen Dingen natürlich Schüler und Schülerinnen, die noch nicht wissen, was sie studieren wollen, aber vor allen Dingen auch die Studierenden, die in irgendeiner Weise Probleme, Zweifel, Unklarheiten im Studium haben. Es gibt verschiedene Wege, erstmal uns zu finden. Also zunächst einmal vielleicht erstmal auf der Webseite zu schauen, was wir so anbieten. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, beispielsweise einfach zur offenen Sprechzeit zu kommen. Da braucht man auch keinen Termin. Wenn es ein bisschen komplexeres Thema ist, dann ist es besser, einen Termin vorher zu vereinbaren. Es war vor allem auch eine zeitnahe Beratung, also ich habe jetzt nicht 3 Monate warten müssen. Und wenn man dann zur Beratung kommen möchte, das ist eben gerade bei der Einzelberatung telefonisch möglich, in Präsenz oder auch online. Und dann wird natürlich erstmal geschaut, was ist wirklich das Thema, was ist das Anliegen, ne? Warum ist die Person da und was sind vielleicht auch die eigenen Vorstellungen und Erwartungen, Wünsche auch an die Beratung. Das ist natürlich jetzt nicht vorgegeben, ne? Also es erfolgt in der Regel ergebnisoffen. Wir Berater, Beraterinnen bringen alle quasi einen großen Werkzeugkasten mit und dann wird immer sehr individuell geschaut, was könnte jetzt in der Beratung oder auch für diese Person dann passen. Was ich gut fand, war, dass die Beratung auf Augenhöhe stattgefunden hat. Also man hat sich wirklich die Zeit genommen, die Probleme zu besprechen. Das war keine Abfertigung. Ich hatte tatsächlich nicht nur eine Beratung, ich hatte mehrere. In der ersten Beratung erstmal geguckt, was sind so überhaupt die Probleme. Dann in der nächsten, wie können wir die angehen. Und dann letzten Endes die Methoden, die wir in der Beratung besprochen haben, habe ich dann umgesetzt, schrittweise. Und am Ende gab es dann nochmal ein Gespräch, wo wir dann darüber gesprochen haben, ob das denn jetzt sinnvoll war, ob mir das geholfen hat. Bei Studierenden, die das Gefühl haben, die sind in so eine Sackgasse geraten, die fühlen sich allein, nichts geht mehr, sind meine Fragen eigentlich genug für eine Einzelberatung oder nicht? Dann auf jeden Fall gerne an uns wenden. Also auch wenn das Thema manchmal noch gar nicht klar ist, ne, wo soll es hingehen, was will ich. Aber letztlich ist es natürlich wichtig, dass die Ratsuchenden hier wieder motiviert und auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Wenn Zweifel auftreten oder Sorgen auftreten, einfach die Scham überwinden und eine kurze E-Mail an die Studienberatung zu schreiben. Man wird auf einer menschlichen Ebene empfangen. Die Beratung hilft unheimlich weiter. Man braucht sich gar keine Sorgen zu machen, dass man da komisch behandelt wird. Mir hat es sehr geholfen. Ich kann es nur weiterempfehlen.